Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es wieder mal, ich hoffe, das Ganze fällt mir hier nicht runter. Heute geht es um diesen Opel Motor, wo wir im Prinzip in Klammern General überholen. Das ist der neue Motor, neu gebrauchte Motor, der in den Opel reinkommt, wo der so extrem gequalmt hat, weil man keine Lust hatte, den instand zu setzen, sondern einen gebrauchten geholt hat, und bei dem wollen wir einmal den Zahnriemen neu machen. Bei dem haben wir auch Kopfdichtung neu gemacht, bei dem haben wir die Ventilschaftdichtungen neu gemacht und die Ventile eingeschliffen. Bei dem wollen wir den Zahnriemen natürlich neu machen, und hier ist ja schon alles ein bisschen abgebaut, der Zahnriemen, weil das haben wir schon abgefilmt, das ist nur die Anmoderation dazu. Und ja, wir machen den Zahnriemen neu. Hier haben wir auch Kurbelwellen-Simmering neu gemacht, zahnriemenseitig und getriebeseitig. Separate Videos sind wahrscheinlich schon online, weil die davor kamen. Ja, und ja, zu dem Opel, da werden wir ein separates Video zu machen, werden den einmal zerlegen und gucken, ob man den vielleicht doch instand setzen kann oder was die Ursache ist. Den haben wir schon so weit fit gemacht, dass hier im Prinzip in Klammern alles neu ist, außer die Kolbenringe, wo jetzt extreme Verschleißanzeichen sind. Deswegen guckt euch die einzelnen Videos an. Über Ventilschaftdichtung haben wir ein einzelnes, über die Zylinderkopfdichtung haben wir ein einzelnes, über die Simmeringe haben wir einzelne. Ja, und wir sind hier beim Zahnriemenwechsel-Video. So, Kauflinks alles unten in der Videobeschreibung, sämtliche Blockierwerkzeuge unten in der Videobeschreibung. Mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5% Rabatt, könnt euch das Werkzeug zulegen und Zahnriemen wechseln bei deinem Bruder, bei deinem Vater, bei allen möglichen Kollegen. Natürlich benötigt ihr das Zahnriemenwerkzeug. Wofür? Ihr müsst das Ganze nämlich vernünftig abstecken, damit man den Zahnriemen ordentlich wechseln kann. Und wo man dieses Blockierwerkzeug reinsteckt, würde ich euch sehr gerne zeigen, und ich würde sagen, los geht's. Das Ganze sieht wie folgt aus. Was ist in diesem Satz alles mit drin? Auch die Wasserpumpe ist hier mit drin, obwohl die Wasserpumpe nicht über den Zahnriemen angetrieben wird, sondern separat mitläuft. Die machen wir trotzdem neu. Wasserpumpe mit Dichtung, alles drum und dran. Wir haben drin Zahnriemen. Wichtig, Zahnriemen nicht mit Kühlwasser, nicht mit Öl in Kontakt kommen. Hat er eine Laufrichtung? Nö. Wir haben Spannrolle. Wir haben Schrauben. Wofür sind die Schrauben? Wofür sind die Schrauben? Eine Schraube, ja, verstehe ich, für Kurbelwelle. Die andere Schraube verstehe ich nicht. Ich verstehe diese Schraube. Und ich verstehe diese Schraube. Einmal für die Spannrolle. Einmal für die Umlenkrolle. So, ich habe jetzt mal von der Kurbelwelle die Schraube abgeschraubt. Das kommt schon sehr gut hin, dass die Schraube neu für die Kurbelwelle ist. Und diese Schraube, denke ich, ist für das Getriebe, weil man ja die Getriebeseite auch abstecken kann, sollte, wo die Schwungscheibe ist, für diesen Kollegen hier, für dieses Blockierwerkzeug, was ich euch in dem Video separat zeige. Und ich denke mal, dass die diese Schraube auch mit neu machen wollen, wenn man die abgeschraubt hat vom Getriebe, denke ich. Ja Leute, das Werkzeug, das Blockierwerkzeug sieht wie folgt aus. Dieses Werkzeug, das KT 11059, ist für die Nockenwellen hinten. Quasi Ventildeckel abschrauben, hinten ansetzen. Die zwei sind für die Zahnräder, die werden so aneinander gesteckt. Und dann kann man damit die Nockenwellenräder blockieren. Im Prinzip, wenn man die Anleitungen sich anguckt, speziell für diesen Motorcode, dann ist der gar nicht aufgelistet. Aber in dem Fall, bei dem Motorcode, kann man das auch anwenden, weil dieses Blockierwerkzeug ist für den 1.6er und für den 1.8er. Das hier ist für die Getriebeseite, werden wir alles zeigen. Und der hier ist für den Spanner, für die älteren Spanner. Die Zahnriemenspanner wurden umgeändert, der entfällt somit, aber der wird halt mitgeliefert immer noch, weil es in der Anleitung so steht. Aber wir werden euch das einmal zeigen, wie man das Ganze wechseln kann.
was zu beachten ist. Und ja, das einmal zu dem Werkzeug, Kauflink, alles unten in der Videobeschreibung. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50-Euro-Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive-Gutschein oder Amazon-Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. So, mit einem E18 drehen wir das Ganze jetzt erstmal auf OT, grob. Denn hier ist einmal eine Markierung. Ich drehe den einmal nach oben, dann zeige ich ihn euch. Hier ist einmal eine Markierung. Da könnt ihr ruhig auch einen weißen Strich drauf machen, dass das eure Markierung ist. Und den drehen wir nach unten hin, weil da ist auch eine Markierung. Das Ganze sieht dann einmal so aus. Guckt einmal so ein Pin raus und unser Punkt, den wir gesetzt haben. Und hier oben sehen wir hier einen kleinen Punkt und hier einen etwas größeren Punkt. Die flüchten nicht überein. Ihr müsst darauf achten, dass die Punkte halt hier sind und nicht hier. Es könnte sein, dass die Markierung unten auf der Kurbelwelle passt, aber oben bei euch die Punkte jeweils hier und hier sind. Dann müsst ihr die Kurbelwelle noch einmal drehen, dann sind bei euch die Punkte hier innen. Dann können wir in die Mitte die Spezialwerkzeuge einsetzen. Und zwar sieht das Ganze dann einmal so aus. Den setzen wir hier rein. Und der kommt hier rein. Und dann passt das Ganze. So sieht das Ganze dann einmal aus. Also der Punkt ist minimal ein bisschen, aber der Zahn davon, das muss hier einmal miteinander flüchten. Und der Punkt ist halt ein bisschen drüber. Und der ist halt minimal ein bisschen drunter. Und unten muss die Markierung einmal auch passen. Und so sieht das dann unten einmal aus. Dass das halt hier miteinander flüchtet. Wenn wir das Ganze dann an der Seite hier abgesteckt haben, reicht es eigentlich aus und so sieht man das in den meisten Videos. Aber es gibt noch die Möglichkeit, wenn ihr hundertprozentig sicher gehen wollt, dass alles passt, nehmt ihr den Ventildeckel raus. Das Problem ist, der Ventildeckel kommt manchmal nicht problemlos raus, weil diese Buchsen hier sehr stark oxidieren. Ups, jetzt fällt mir das alles rein. Hier und hier. Da sitzen solche Hülsen. Und die gammeln sehr, sehr gerne sehr stark fest. Und dann gibt es halt hier noch die Möglichkeit, hier seht ihr so 2 Schlitze. Da gibt es die Möglichkeit, dieses Blockierwerkzeug hier noch reinzusetzen. So muss das Ganze dann einmal da reinpassen. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite,
dass das Ganze vernünftig blockiert ist, wenn das drin ist, weil manchmal hat vielleicht der eine oder andere an der Nockenwelle rumgespielt und dann passt das Ganze nicht. Aber wenn das Werkzeug drin ist, dann habt ihr hundertprozentig. Die kann man ja natürlich auch nicht verdrehen, weil wenn das hier nicht reinpasst und die Nockenwellen zum Beispiel andersrum gedreht sind, dann würde es gar nicht passen. Hier seid ihr auf der sicheren Seite, dass das Ganze passt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, die Schwungscheibe zu blockieren. Hier auf der Seite haben wir die Schwungscheibe. So sieht das Ganze einmal aus. Die Schwungscheibe wäre dann eigentlich rein theoretisch hier dran. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, da gibt es so ein Blockierwerkzeug, damit man die Kurbelwelle nicht verdreht, weil die Kurbelwelle ist ja jetzt quasi lose. Oder was heißt lose? Man könnte die verdrehen. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, hier ein Blockierwerkzeug einzusetzen. Und zwar guckt das Werkzeug hier durch. Zwischen Ölwanne und Motorblock. Wir werden das Ganze nicht blockieren können, weil wir das Getriebe ja jetzt abhaben, weil man das mit der Getriebeschraube quasi festmachen müsste. So sieht das Werkzeug aus. Und er würde quasi in so einen Zahn reinpacken und würde das Ganze dann blockieren. Wenn man das hier hochhebt, hier so dran. Und dann würde das hier seitlich rausgucken. Hier ist quasi der ganze Krümmer dran, hier ist Ölfilter. Und ja, einmal zu zeigen, wo sich dieses Werkzeug befindet, weil in den ganzen Anleitungen war das sehr, sehr ungenau definiert, wo man das hinhaben will. Es wird irgendwie hierhin gezeigt, aber hier muss das Ganze rein, um die Schwungscheibe festzuhalten, weil die Schwungscheibe an der Kurbelwelle festgeschraubt ist und man so das Ganze nicht mehr verdrehen kann. Und wenn wir das Ganze dann alles vernünftig blockiert haben, dann können wir Schwungscheibe abschrauben. Wichtig ist, dass ihr die Schwungscheibe, wenn ihr die mit dem Schlagschrauber abschrauben wollt oder normal mit Ratsch abschrauben wollt, aufpassen, das Blockierwerkzeug auf jeden Fall rausholen. Warum? Weil ihr sonst das Blockierwerkzeug abreißen könnt. Wichtig. Im Schlagschrauber ist es am einfachsten. Hier ist Linksgewinde. Sehr viel Loctite meistens drauf. Haben wir das Ganze auch schon mal ab. Und hier ist dann nochmal eine Markierung, die wir gleich prüfen können, wenn wir die Abdeckung abmachen. Die Abdeckung machen wir neu, weil die hier kaputt ist. Und dann schrauben wir das Ganze ab. Das ist der Spanner für den Flachriemen. Den könnten wir eigentlich später vorspannen. Aber schrauben wir alles mal ab. Mit Schlagschrauber natürlich bei der ganzen Geschichte aufpassen, denn die Schrauben reißen sehr gerne ab, die ganze Alu-Geschichte. Aber so ist das halt. Dann nehmen wir einen E14. Nehmen das Ganze auch einmal ab. Wasserpumpe machen wir auch neu. Aber das beim Zahnriemenwechselvideo. Und der Zahnriemen wird nicht über die Wasserpumpe wird nicht über den Zahnriemen angetrieben, die ist separat, läuft über den Flachriemen hier bei dem Modell. Falls der ein oder andere sich das Video reinzieht, um zu gucken, wo die Wasserpumpe läuft. Aber diese kleinen Schrauben immer erst mit Hand lösen, um zu gucken, ob es überhaupt sich abschrauben lässt, sonst reißen die auch sehr schnell ab. Komplette Geschichte hier. Und
hier können wir dann schon den wunderschönen Zahnriemen sehen. Mit der Umlenkrolle, die schon Fett verliert. Die Umlenkrolle müssen wir auf jeden Fall neu machen. Aber ich denke mal, dass da eine mit dabei sein wird. Und hier können wir auch nochmal eine Markierung sehen. Das heißt, wenn ihr die Schwungscheibe abhabt und nochmal vergleichen wollt, hier ist dann nochmal eine Markierung. Da ist dann nochmal eine Markierung. Das muss auch übereinander flüchten. Dann schrauben wir die Geschichte jetzt einmal ab mit einem T50. Einmal lösen und dabei achten, in welche Richtung wir den lösen. Er hat schon eine eigene Vorspannung. Okay, hier einmal runternehmen. Den machen wir auch neu. Das kommt alles neu, neu. So, hier muss man nur aufpassen. Da gibt es einen bestimmten Pin, der hier, dass wenn man den neuen einbaut, hier den Pin vernünftig reinsetzt. Den machen wir sowieso neu. So, und hier, der hat sich auch ein bisschen verdreht. Nachher darauf achten, dass man das wieder in die richtige Richtung, in die richtige Position wieder setzt. So, wir schrauben dann jetzt die Umlenkrolle einmal ab und machen dann einmal alles sauber und können dann alles wieder rückwärts zusammenbauen. Machen jetzt einmal alles sauber und dann können wir rückwärts zusammenbauen. Wasserpumpe machen wir später. Die wird nicht über den Zahnriemen angetrieben hier bei dem Motor. Die kann man dann separat, machen wir dann zum Schluss fertig, wenn wir das Ganze hier komplett zusammengebaut haben. Wenn wir alles sauber haben, das auf OT haben, den Kollegen auf OT haben, machen wir ein bisschen Schraubensicherung rein. Einmal hier. Wir können das auf die Schraube doch lieber machen. Und dann können wir das Ganze wieder zusammenbauen. Und auf der Anleitung sieht es komplizierter aus, als es wirklich ist. Denn die Spannrolle spannt sich im Prinzip von alleine. Ihr müsst auf Folgendes achten. Hier seht ihr einen Strich und hier seht ihr ein Loch. Das ist wichtig für diese Feder. Diese Feder. Für diese Feder und diese Einkerbung hier. Die muss nämlich hier rein. Die Feder muss da rein. Jetzt fokussiert er hier. Die Feder muss da rein und die Einkerbung muss hier rein. Das ist ganz, ganz wichtig. Das bedeutet, diese Feder oder diese muss da rein und das hier muss da rein. Warum? Weil diese Feder, da ist eine Feder drin, um das Ganze zu spannen. So, wir haben Schraubensicherung drauf. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen. Sicher ist sicher, weil es gab andere Spannrollen damals bei dem Modell. Da musste man diese Feder vorher noch festhalten. Das entfällt, weil das geändert wurde. Und dann können wir das Ganze einmal vorziehen. So,
Und gespannt wird es damit, dass wir den quasi zurückdrehen und er sich dann wieder von alleine vorspannt. Das bedeutet, ihr könnt den rein theoretisch jetzt schon festziehen. Die beiden Schrauben bekommen 20 Newtonmeter plus 120 Grad. Ja, das mit den 120 Grad wird jetzt echt etwas schwierig, wenn man so einen Winkel nicht hat. So. Das heißt, wir müssen etwas mehr als 90. Ja, das heißt jetzt von hier quasi fast bis nach unten. Jetzt könnt ihr Folgendes beobachten. Wenn wir den hier reinstecken, dann können wir den zurückdrehen und er spannt den Zahnriemen von alleine. Das bedeutet, wir drehen den so zurück, legen den Zahnriemen auf und machen das los und dann macht er uns den schon auf. Wir können hier jetzt was drunter machen. So, und jetzt können wir den Zahnriemen auflegen. Den Zahnriemen legen wir jetzt wie folgt auf, dass die Aufschrift zu uns guckt. Und dann können wir das Ganze einmal draufpacken. So, und der spannt ihn von alleine, was sehr, sehr schwach aussieht, aber er regelt das selber. So sieht das Ganze aus. Diese Markierungen müssen passen und die Markierung muss anschließend passen. Das ist festgeschraubt und der regelt das alleine. Natürlich darauf achten, ihr könnt hier sehen, ob die Klammer drin geblieben ist oder nicht. Die Haltefeder von dem Kollegen. Weil den könnt ihr nicht in einer bestimmten Position festschrauben. Das macht er komplett über seine eigene Feder. Deswegen natürlich auch wichtig, Spannrolle immer mitzutauschen. Und wenn der Zahnriemen dann endlich richtig sitzt und ihr das Ganze dann gespannt habt oder der Spanner das alleine gemacht hat, dann können wir jetzt die Blockierwerkzeuge rausnehmen. Hier hinten nicht vergessen, wenn ihr den reingemacht habt, Werkzeuge raus. Blockierwerkzeug Nummer 1, wenn ihr das reinsetzt, und die Blockierwerkzeuge hier und hier. Das ist schon mal. Und falls ihr das Blockierwerkzeug ins Getriebe reingemacht habt, dann das natürlich auch ausbauen, damit wir den Motor jetzt durchdrehen können. Haben wir noch irgendwo Blockierwerkzeug drin? Ich glaube nicht. 1, 2, 3. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass noch eins fehlt. Aber ne, Nockenwelle ist frei. Der ist frei, der ist frei. So, ich habe die Zündkerzen noch nicht drin. Und wir können dementsprechend jetzt einmal frei durchdrehen. Und einmal gucken, dass der Zahnriemen alles richtig sitzt. Einmal. Also der zweimal, das ist jetzt einmal durch.
Nochmal. Dann sollte das ja wohl alles passen. Yes, yes. Anschließend natürlich wollen wir auch die Wasserpumpe neu machen. Das heißt, die Scheibe müssen wir einmal abschrauben. Wir können das mit dem Flachriemen gegenhalten oder mit dem Schlagschrauber einmal ganz schnell abschrauben, beziehungsweise dabei könnte man die Schrauben kaputt machen. Deswegen vorsichtig. Das ist ein 40er Torx. Und dann haben wir das einmal ab. Und mit einem E10 Torx schrauben wir die Schrauben von der Wasserpumpe ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann haben wir die Wasserpumpe. Machen wir einmal alles sauber und dann natürlich wieder zusammenbauen. Wenn wir das Ganze dann sauber haben, dann können wir natürlich ausgepustet, alles sauber, dann können wir die Wasserpumpe auch wieder festmachen. Neue Dichtung natürlich verwendet. Die Zentralschraube für die Schwungscheibe bekommt 95 Newtonmeter plus 45 Grad plus 15 Grad. Und es handelt sich hier um eine neue Schraube. Wir werden die nachher nochmal richtig festziehen, wenn das Getriebe drauf ist, damit man das am Ritzel festhalten kann. Sonst haben wir hier gar keine Möglichkeit. Oder wenn der Flachriemen drauf ist.
werden wir das, wenn der im eingebauten Zustand, das Ganze mal festmachen. Der Kollege hier bekommt 50 Newtonmeter für die Spannrolle. Das Ganze einmal festmachen. Ja Leute, und so kann das Ganze aussehen, wenn man den Zahnriemen wechseln möchte. Eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Die 2 Schrauben, die mitgeliefert sind, es sind 2 unterschiedliche Schrauben mit unterschiedlicher Gewindesteigung. Deswegen passt auf, dass ihr die richtige Schraube verwendet für die Kurbelwelle. Sonst jagt ihr die falsche Schraube rein, denn die ist fürs Getriebe, wo das Blockierwerkzeug eingesetzt wird, und die andere Schraube ist für die Kurbelwelle. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das ist mir jetzt zum Ende hin auch aufgefallen, weil ich die falsche Schraube fast reingeschraubt habe. Deswegen passt auf, dass ihr die richtige Schraube verwendet. Erst mit Hand reinschrauben, nicht sofort mit Schlagschrauber, sonst ist das Gewinde kaputt, Kurbelwelle ebenfalls. Und das ist eine richtig doofe Geschichte. Ja, so kann das Ganze aussehen. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Blockierwerkzeuge unten in der Videobeschreibung. Und alles andere haben wir hier schon erzählt. Und ja, mir fällt jetzt eigentlich gar nichts mehr ein, außer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr Fragen habt, irgendwas zu dem Thema, zu dem Motor, alles unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.